Hallo, du hörst den Podcast Writer Statement mit Kitoro Musaki und Stefanie Rehn. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. Und wir sprechen heute über den Perspektivwechsel von Drehbuchschreiben und Regie und Drehbuchschreiben und Showrunning. Vittore, ich komme ja vom Schreiben und habe immer nur geschrieben. Und jetzt bin ich zum ersten Mal Showrunnerin und bekomme dadurch eine andere Perspektive aufs Schreiben und finde es ganz spannend, dass du ja zuerst Regie gemacht hast und dann geschrieben hast und jetzt wieder Regisseurin bist und auch schreibst und wie anders die eine Sicht oder die andere ist für dich. Kannst du da ein bisschen reingehen, wie da so die Unterschiede für dich sind? Also ich glaube, dadurch, dass ich vorher Regie gemacht habe und auch sehr viel in der Produktion gearbeitet habe, was tatsächlich auch so gewollt war. Also ich wollte hinter die Kulissen schauen und checken, was passiert da überhaupt, weil alles immer so mystisch war und so riesig und alles wirkte immer so, als ob da irgendeine Magie passiert, die du von außen nicht checken kannst. Und als ich dann mal drin war und gecheckt habe, wie alles funktioniert, was du für eine Produktion brauchst und so weiter, ist mir die Regie auch leichter gefallen. Und als ich dann danach gesagt habe, es gibt nur noch eine Sache, die mir fehlt, die ich irgendwie super interessant finde, die ich sowieso mache, die ich aber nicht machen kann, ohne ein Zertifikat zu haben. Und das ist das Schreiben. Das muss ich nochmal lernen. Und dann bin ich an die Filmschule gegangen und ich habe sofort gemerkt, krass, alles hat irgendwie was zum Schreiben beigetragen. Und das war für mich so richtig mindblowing, wo ich dachte, boah, ich habe jetzt alles erreicht, was ich an Know-how erreichen wollte. Und das ist toll, diese Perspektive, die ich da habe. Also von Casting über Location Scouting und Kostümanprobe und Make-up-Besprechung und weiß ich nicht was es da alles gibt. Produktionsbesprechung. Das alles mitbringen kann. Und das hat mir beim Schreiben sehr geholfen. Weil wenn mir jemand gesagt hat, du hast für eine Folge 200.000 Euro und du musst 8 Folgen schreiben, dann wusste ich ganz genau, was für eine Serie das werden kann. Also weil dann sind die Parameter ganz klar gesetzt und ich wusste, wie viel Geld brauchst du wofür, und dann konnte ich das so alles irgendwie hin und her schieben und wusste auch so, regietechnisch, woran muss ich denn jetzt schon denken beim Schreiben? Das fand ich einfach unfassbar toll. Also ich muss sagen, ich komme halt wirklich ausschließlich vom Schreiben. Ich habe immer geschrieben. Ich habe mit 20 angefangen, ja, Drehbuch zu studieren und habe einfach immer nur diese Perspektive gehabt. Und natürlich ist man dann auch mal an einem Set und ich habe auch Praktika da gemacht. Aber ich hatte nie diesen richtigen Einblick. Also ich könnte eben nicht jetzt einfach so eine Serie kalkulieren. Ich würde dann sehr viel raten, aber es eben nicht wissen. Und ich habe eine Ahnung, was es bedeutet, wenn eine Folge 200.000 Euro kosten soll. Aber ich weiß es halt nicht mit Sicherheit. Einfach weil man als Drehbuchautorin, wenn man wirklich nur diese Seite hat, das nicht mitbekommt. Und meine Erfahrung ist auch oft war, dass die Produktionen das auch so dir nicht mitteilen wollen, dass du Kalkulation nicht mitbekommst, dass dir sonst irgendwann mal mitgeteilt wird, oh, das wird jetzt zu teuer oder das und das ist eigentlich nicht produzierbar oder nachts jetzt eine Straße abzusperren dafür, dass die Hauptfigur einmal da mit dem Fahrrad runterrollt, ist irgendwie diese Szene nicht wert. Das kommt dann tatsächlich erst halt, wenn es wirklich produziert wird. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass es oftmals sehr, sehr lange dauert, bis überhaupt was produziert wird. Das heißt, ich habe sehr viel geschrieben und man redet viel über die Geschichte und die Figuren und Struktur, aber du redest wenig über Machbarkeit und Umsetzbarkeit. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, unbedingt. Weil ich finde das schon spannend, dass du sagst, du hast als Autorin nie was so budgetär mitgeteilt bekommen. Nein. Hast du eine Idee, warum? Also du weißt natürlich dann irgendwann, was das Budget ist, aber du hast keine Idee, was kostet das alles? Wo geht dieses ganze Geld tatsächlich hin?
Was sind die großen Posten? Was sind auch kleine Posten? Was ist zum Beispiel eben vernachlässigbar? Und manchmal hat man dafür ein ganz falsches Gefühl. Ich merke jetzt, ein großer Posten ist einfach, dass alle Leute, die daran arbeiten, bezahlt werden müssen. Und da ich natürlich viel meine Praktika dann an Studierendensets gemacht habe, da gab es diese Posten nicht, weil die Leute freiwillig mitgemacht haben. Und dann wusste ich halt, okay, es kostet jetzt was, dieses Haus zu mieten, aber vielleicht findet man auch jemanden, weil wir ja ein Studieprojekt sind, dann kostet es nichts. Deswegen hatte ich dadurch einfach wenig Einblick und wenn es dann soweit kam, hatte ich das Gefühl, die Produktion will nicht, dass ich da drauf gucke vielleicht, weil ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht und es würde total viel Sinn machen als Autorin, dass man es weiß, weil wie du sagst, man kann es dann eben beim Schreiben mitdenken und immer im Kopf haben, wenn ich jetzt reinschreibe, eben nachts, dunkel, Straße, das bedeutet produktionstechnisch enormen Aufwand. Ist diese Szene das wert, zum Beispiel? Und das hast du einfach sonst nicht in dieser Perspektive gehabt. Und deswegen, das ist jetzt etwas, was ich gerade sehr stark lerne und ganz, ganz, ganz spannend finde, dass alles, jeder Satz etwas bedeutet und zwar Geld. Oder auch eben Umsetzbarkeit. Auch so Kleinigkeiten. Vielleicht, das hatte ich jetzt neulich in einem Making-of gesehen von einem Film. Da steht im Drehbuch, ein Schmetterling landet auf einer Person. Was bedeutet das? Naja, sind Schmetterlinge trainierbar? Können Schmetterlinge einfach so auf Personen landen? Muss das dann animiert werden? Das kostet unfassbar viel Geld. Wie kriegt man sowas hin? Und manchmal denkt man sich einfach nur, ach, das wäre doch jetzt irgendwie stimmig als Drehbuchautorin, jetzt als Schreiberin. Das wäre doch jetzt stimmig und passend für die Atmosphäre, wenn jetzt so etwas passiert. Und einem ist aber nicht bewusst, was es tatsächlich in der Umsetzbarkeit dann bedeutet. Sondern man schreibt es einfach hin, damit es sich gut liest oder dass man einen guten Eindruck für etwas bekommt, aber gar nicht mit dem Gedanken, das kostet Geld, wenn ich das da jetzt reinschreibe. Genau. Und das ist so die eine Seite irgendwie, die ich jetzt wahnsinnig spannend finde, die ich einfach davor so nie hatte. Und das andere ist natürlich, warum ich auch diesen Job jetzt auch mal einfach mal machen wollte, ist, dass ich wirklich federführend mitbestimmen kann, wie diese Serie auszusehen hat, dass ich es nicht nur aufschreibe und dann in andere Hände gebe und hoffe, dass sie es so umsetzen, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern dass ich in der Verantwortung bin, dass es dann auch so wird. Und das ist natürlich fantastisch, finde ich, weil ich eben genau, wie du sagst, bei diesen ganzen Gesprächen dabei bin und bei Maske, Kostüm eben, was bedeutet das genau und wie kann man auch darüber zum Beispiel eine Figur noch mehr hervorheben oder einen Charakter irgendwie erzählen darüber, was man sich als Drehbuchautorin so halt gar nicht, darüber nicht so viel nachdenkt oder sich halt denkt, ich habe doch reingeschrieben, dass sie das und das trägt, da steht es doch, aber was es tatsächlich für mich bedeutet, wenn jetzt die Figur blöd für die Tonne ein kariertes Jackett trägt, was das für mich aussagt, das kann ich dann natürlich, merke ich jetzt erst, wenn ich mit dem Kostüm spreche, kann ich das dann wirklich ihr mitteilen und dann hat sie vielleicht nochmal ganz andere Ideen dazu und sagt, aha, aber wenn du das und das über die Figur erzählen willst, dann könnten wir vielleicht auch sowas machen und dann kommen nochmal neue Ideen. Aber überhaupt mitzuteilen, was ich mir dabei gedacht habe, diese Möglichkeit zu haben, die hatte ich vorher nicht. Ja, das ist so ein Traum. Film ist ja auch kollaboratives Arbeiten. Es ist ja auch so eine Ideenexplosion beim Austausch. Und das ist ja auch das Tolle, dass alle was mit reinbringen können. Und deshalb umso wichtiger, dass du jetzt als Drehbuchautorin so dicht dabei bist. Ja, dieser Austausch auch. Man ist ja so viel alleine als Autorin und denkt sich so, ach, so vielleicht und so vielleicht. Dann sprichst du mal mit der Produktion, sprichst du mal mit einer Regie, vielleicht Co-Autorin. Aber wirklich diese ganz vielen Gewerke herum zu haben, die auch alle wahnsinnig kreativ und ganz toll und viele Ideen haben und auch Gedanken dazu, die das Ganze nochmal bereichern und besser und toller machen, das hast du ja davor auch nicht. Du hast es eben im ganz Kleinen mit ein, zwei anderen Personen, aber jetzt wirklich dieses Team auch zu spüren und zu sehen, wie viel Liebe und Kraft und Zeit und Schweiß alle anderen Departments auch damit reinbringen. Auch da bist du oft als Drehbuchautorin nicht mehr mit dabei, sondern hörst ja quasi dann auf, im Idealfall zu arbeiten oder auch nicht Idealfall, wer weiß, hörst dann auf zu arbeiten, wenn die anderen anfangen. Und deswegen kriegt man diese Prozesse gar nicht mehr mit, was alles von denen auch noch damit alles reinfließt. Was ich auch total schade finde, dass ich das bisher so nicht mitbekommen habe.
Ja, mega schade. Auch, dass du da nicht mitbestimmen darfst. Ich habe ja dieses Jahr einen Kurzfilm gedreht, den hat jemand anderes geschrieben. Das ist auch das erste Mal, dass ich etwas inszeniere, was jemand anderes geschrieben hat. Auch eine ganz neue Erfahrung zu gucken, wie gehst du mit dem Stoff einer anderen Person um. Vor allem, wenn es so ein sehr sensibler Stoff ist. Also es geht um 2 Brüder, die während der Sommerferien zu Hause eingesperrt sind. Der kleine Bruder ist sterbenskrank und entscheidet sich irgendwann, dass er sich in eine Schildkröte verwandeln wird. Und es geht dann um diese Art Metamorphose. Verwandelt er sich jetzt in eine Schildkröte? Wie passiert das? Wann passiert das? Was passiert mit der Familie? Die Mutter ist alleinerziehend, kriegt das alles nicht so richtig mit. Und es steht natürlich metaphorisch für was anderes, dass er sich in eine Schildkröte verwandelt, und zwar für den Tod. Aber eine sehr rührende, verletzliche Geschichte. Und das Drehbuch dazu hat Malte Vogt geschrieben. Und das fand ich total interessant, dieses Buch zu haben und zu gucken, wie willst du es inszenieren? Wie sieht das aus deinen Augen aus? Ich kenne das Drehbuch schon sehr viele Jahre und hatte irgendwie stimmungstechnisch sehr lange schon ein Gefühl dafür, wie es aussehen könnte. Und dann zu casten und zu gucken, also weil mit jedem Schritt verändert sich, finde ich, auch das Drehbuch. Und mit jedem Schritt hatte ich auch das Gefühl, dass da Arbeit am Drehbuch auch notwendig war. Und dann mit dem Drehbuchautor zu besprechen, wie sehen denn die Veränderungen aus? Und dadurch, dass wir eben Kids gecastet haben, die sehr jung waren. Und das hat für uns bedeutet, wir haben da ein Drehbuch und in dem Drehbuch geht's um Tod. Und wir haben 2 Kinder, die eben noch keine 18 sind. Das bedeutet, dass sie einen Vormund haben. Und das war für mich auch nochmal, auch aus der Regieperspektive, eine ganz neue Erfahrung zu sehen. Es gibt eine medienpädagogische Fachkraft. Es gibt das Amt in Köln, also jedes Bundesland und jede Stadt hat da sein eigenes Amt, wo du die Anträge einreichen musst, damit du mit den Kids drehen kannst oder darfst. Die überprüfen das, dann müssen die Anträge an die Schule gehen, an einen Psychologen, an die Eltern, eine medienpädagogische Fachkraft muss das bestätigen. Und das war total spannend zu sehen, wie viele Prozesse das durchlaufen muss und wie das Drehbuch angekommen ist. Weil das Drehbuch ist für Erwachsene geschrieben, aber es spielen ja Kinder mit. Was machst du also daraus? Das heißt, ich musste in Absprache auch eine Regiefassung schreiben, die kindgerecht ist. Und das fand ich für mich auch nochmal eine ganz neue, spezielle und wirklich auch tolle Erfahrung, zu merken, wie wichtig es ist, DrehbuchautorInnen auch wirklich in dem Projekt in jedem Schritt dabei zu haben. Und nicht einfach über das Drehbuch zu gehen und zu sagen, ich verstehe das jetzt aber komplett anders, ich mache daraus jetzt das und das und so und so. Und das fand ich total toll und eine ganz spezielle Erfahrung. Jetzt in diesem Fall, weil ich einfach unfassbar viele Regiefassungen schreiben musste. Kindgerechte Regiefassung bedeutet, da musste raus Palliativklinik, da musste Sterben raus, da musste alles raus, was in irgendeiner Form verstörend für Kinder sein könnte. Und am Set natürlich dann auch checken, wie kriegt denn so ein 6-Jähriger, nee, da ist er schon 7 geworden, da war der, glaube ich, 2 oder 3 Wochen schon 7. Wie kriegt ein 7-Jähriger den Text hin? Weil ich durfte auch nicht viel mit dem proben. Und am Set durfte ich dann nur 5 Stunden mit denen arbeiten und nur 3 Stunden davon drehen. Und das fand ich echt krass. Und da habe ich gedacht, wow, also das ist auch eine Erfahrung, die ich unbedingt auch mit allen jederzeit teilen möchte, um die Arbeit und auch die Berechtigung von DrehbuchautorInnen zu stützen. Und zwar zu sagen, es ist so wichtig, dass die da sind, auch am Set, weil sie Dinge abfangen können. Weil sie auch sagen können, das geht gerade in eine ganz falsche Richtung und erzählt nicht, was es sollte. Ich finde das total bereichernd. Wir haben da gemeinsam eine Vision dann entwickelt und natürlich habe ich dann die Regie gemacht und mit Montel Taraschewski, dem Kameramann, sehr viel noch ausgearbeitet. Aber das war für mich echt eine sehr tolle Erfahrung. Ja, das ist sehr, finde ich, ein super Einblick darin, wie eben diese Zweiteilung im Idealfall ablaufen kann, aber es ganz oft nicht tut.
Und ich wollte auch nochmal sagen, zum Beispiel eben, was bedeutet es wirklich, ich schreibe jetzt einen Stoff, da sind 2 Kinder in der Hauptrolle, was bedeutet das tatsächlich eben umsetzungstechnisch? Das meine ich wieder, sowas weiß man eben oft nicht. Du weißt nur, okay, es gibt diese Regel mit Kindern, mit Tieren, mit Feuern drehen ist schwierig. Das weiß man, aber man weiß auch nicht ganz genau vielleicht warum. Man weiß nur, okay, irgendwas ist da. Aber was da alles dranhängt, dass eben zum Beispiel, dass das Drehen schwierig macht, dass das besondere Bedingungen sind, das weiß man nicht. Und auch das, was du sagst, dass die AutorInnen in diese Prozesse nicht mehr mit drin sind und dass es eigentlich total schade ist und dass es auch fehlt und dass die ja auch nochmal dann da anders drauf reagieren können, weil das hätte ich mir halt oft gewünscht, gerade in so Situationen, wo dann mir dann später mitgeteilt wird, oh, die und die Szene mussten wir jetzt zusammenziehen, aus welchen Gründen auch immer. Das hätte ich einfach lieber vorher gewusst und dann hätte ich da ganz anders kreativ drauf reagieren können. Dann hätte ich sagen können, na klar, wenn wir da nicht drehen können und das in die andere Location muss, dann habe ich aber eine Idee dafür, wie man das anders machen könnte. Und so muss dann schnell meistens eben die Regie, die mit ganz viel anderen Dingen noch zu tun hat, sich kurz überlegen, wie sie das hinkriegt und halt wirklich auch kurz. Und eine Drehbuchautorin, deren Aufgabe das ist, sich das zu überlegen, die könnte da ein bisschen mehr Hirnschmalz vielleicht noch mit reinstecken und sich nochmal kreativere, bessere Lösungen dafür überlegen und dass man das nicht mitdenkt. Und oft, glaube ich, zu wissen, an Hollywood-Sets wird Autorin manchmal dafür bezahlt, dass sie eben mit am Set ist, dass sie bei den Proben mit dabei ist, dass sie sich anschauen kann, wie funktioniert es gerade, warum funktioniert es vielleicht nicht, dass man dann sich nochmal kurz zurückzieht, das Ding umschreibt und dann nochmal neu damit umgehen kann. Diese Möglichkeit wird einem oft nicht gegeben und ich finde das total verschenkt. Total. Vor allem auch, weil es eine Erleichterung ist. Und wenn das verstanden wird, weil das war für mich einfach, wie gesagt, in diesem Projekt extrem schön, wobei wir da auch sagen müssen, wir arbeiten mit Menschen, das heißt Regie und Autorenschaft müssen sich im besten Fall, die müssen auch gecastet sein. Also die müssen auch gut zusammenpassen, harmonieren und die gleichen, weiß ich nicht, Kommunikationswege nutzen und irgendwie moralische, ethische Vorstellungen haben. Also es muss matchen. Natürlich auch nicht immer gegeben. Ne? Ist nicht immer gegeben, auch budgetär bedingt. Aber dass es eine Entlastung ist und keine Belastung, sondern Autorenschaft am Set, die Drehbuchautorin oder der Drehbuchautor, der am Set ist und einfach auch sich angucken kann, macht das gerade Sinn, wie der Dialog verändert wurde oder wie du gerade gesagt hast, wie die Szenen zusammengefasst wurden. Und als Regie ist das eigentlich eine totale Entlastung, wenn die Zusammenarbeit funktioniert. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Angst aus der Branche. Oder was denkst du? Ich glaube, es kommt einerseits daher, dass Deutschland natürlich sehr stark Autorenfilmerland ist. Das heißt, man geht davon aus, Regie und Drehbuch sind eine Person. Und wenn das gesplittet wird, bleibt das im Fokus mit der Regie und das Buch fällt dann so ein bisschen hinten über, weil die Regie natürlich in viel mehr Prozesse mit eingebunden ist. Die Regie am Set steht, mit dem Team interagiert und deswegen hat man am Ende dann irgendwie das Ding im Kopf, die Regie macht alles. Aber dass natürlich im Buch die ganzen Grundpfeiler gesetzt werden, dass die Autorin sich ja die Geschichte ausgedacht hat, sich die Figuren ausgedacht hat, ja auch die Hüterin von diesen Figuren und dieser Geschichte ist. Das wird einfach dann oft so ein bisschen außen vor gelassen oder so nach dem Motto, das kann so ein bisschen jeder. Und eben auch nach dem Motto, und dann kann es halt die Regie auch mal kurz umschreiben. Und das ist dann, glaube ich, produktionell gedacht oft dann der schnellere, leichtere Weg, als wenn man jetzt die Autorin oder den Autoren dann auch noch mit reinholen muss. Dann müsste die mit zur Location-Tour, dann müsste die mit in die Besprechung mit Cast, dann müsste die bei allem mit dabei sein. Und das bedeutet im schlimmsten Fall Kosten. Richtig, genau. Das ist ja Zeit, die du dann als Autorin nicht an einem anderen Projekt arbeiten kannst, sondern dann weiter für das andere Projekt mit dabei sein musst oder auch darfst und dann aber eben dadurch einen anderen Zugang dazu bekommst, was diesen Produktionsaufwand tatsächlich bedeutet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik da am Ende dabei, dass es nicht gewohnt ist, erstens, die Autorin mitzunehmen und eben zweitens, wenn man sie nicht mitnimmt,
ist es ein Mehraufwand, ihr zu erklären, du warst jetzt nicht bei der Location-Tour mit dabei, aber die Problematik bei der Location ist halt folgende. Und mit dem Eingang und wie wir uns das vorgestellt haben mit dem Treppenhaus, das funktioniert so nicht, deswegen streichen wir das jetzt ganz und legen jetzt das einfach dahin, dann macht der Dialog nicht mehr so viel Sinn und deswegen haben wir den jetzt einfach eingekürzt. Und oftmals erfährst du das erst, wenn du zum ersten Mal irgendeine Schnittfassung siehst und dich fragst, warum fehlt jetzt diese Szene? Und dann fragst du nach und dann kriegst du das als Erklärung. Und das meine ich halt damit. Für die ist es dann auch einfach oft umständlich zu erklären, was die Bedingungen sind oder eben Autorin ist schon raus aus dem Projekt und deswegen machen sie es dann einfach in Anführungszeichen schneller mal eben dann später ohne Autorin. Und ich merke aber eben auch durch diesen Perspektivwechsel, der mir jetzt gerade sehr gut tut, dass ich auch teilweise eben mehr Verständnis dafür bekomme. Du bist in einer Drucksituation ja oft, wenn es kurz vor Dreh ist, wenn es schon mitten im Dreh ist. Oftmals werden ja Locations manchmal auch erst während des Drehs noch gefunden. Dass es einfach Dinge wahnsinnig schnell gehen müssen und dann eben wieder über diese 3 Ecken zu spielen und dann noch eine andere Autorin bei meiner Serie schreibe ich jetzt alles selber und merke eben, dass ich viel flexibler bin als sonst, dass ich einfach sage, ja okay, aber dann machen wir es halt so. Weil ich halt weiß, wir haben jenes Budget, das bedeutet das und dann kann ich da ganz anders mit arbeiten als sonst und das hilft mir aber gerade eben auch total in meinem Schreiben und dass ich auch verstehe, wenn ich mit der Maske spreche, die mich dann so Sachen fragt wie, hier steht jetzt, dass sie da sich den Kopf anschlägt und dann da Blut ist. Aber willst du sehen, wie das Blut aus der Wunde rauskommt? Oder reicht es dir zu sehen, dass Blut da ist? Okay. Weil das unterschiedliche Kosten und ein unterschiedlicher Aufwand ist. Und alles, was hier hingeschrieben ist, halt, die knallt sich den Kopf an, da kommt Blut. Ne? Und über solche Dinge nachzudenken, zu verstehen, was es bedeutet, finde ich wahnsinnig spannend und bereichernd. Wie lustig, weil ich habe ja den Perspektivwechsel jetzt anders und ich kriege aus der Regieperspektive, also Stichwort Perspektivwechsel, tatsächlich einfach enorm viel Empathie und Mitgefühl für AutorInnen. Und auch so ein kleines bisschen eine Wut darüber, dass nicht mehr AutorInnen mit einbezogen werden, weil der Stoff entsteht in dem Kopf einer Person, die das schreibt. Und das ist die Autorin, der Autor. Und das ist die Vision, die diese Person schafft. Und dass das so ein Heiligtum ist, was auch geschützt werden muss, was diese Person auch begleitend bis in die letzte Schnittfassung mitgehen muss. Das finde ich, also das habe ich jetzt nochmal einfach in diesem letzten Projekt nochmal stärker gemerkt, wie wichtig das ist und wie sensibel das ist, weil es einfach auch nicht nur eine Kränkung ist, wenn du das nicht mitgehen darfst, sondern es ist auch einfach es ist einfach unfair. Es ist nicht fair. Und deshalb vielleicht wäre auch der Weg für Produzentinnen und so weiter auch mal selber was zu schreiben und mal also einfach auch einen Perspektivwechsel zu haben und mal verschiedene Stationen durchzugehen und einfach zu verstehen, was bedeutet es denn, wenn jemand anderes deinen Stoff nimmt und damit wegrennt? Und zwar ganz, ganz weit weg. Ja. Und dich erst wieder einlädt, wenn das Ding im Kino läuft. Gute Idee. Finde ich immer hilfreich, dass solche Gewerke auch mal geschrieben haben sollen, um zu verstehen, was es wirklich bedeutet. Du hast ja gesagt, die Geschichte entsteht im Kopf der Autorin, des Autors und die Person sollte einfach dann auch mit dabei sein bei dem Entstehungsprozess, weil ich glaube auch, dass es genau so ist. Du bist die Hüterin der Geschichte und du hast Gründe, warum du bestimmte Dinge wie geschrieben hast. Und oftmals werden diese Gründe dann im Entstehungsprozess vergessen. Was ich finde auch, aber zusätzlich noch dazu kommt, ist ja auch ein Drehbuch. Und das merke ich eben jetzt krass durch diesen Perspektivwechsel. Als ich nur geschrieben habe, war das wirklich mein Heiligtum. Das ist das A und O. Jetzt mit der Perspektivwechsel, mit dem Showrunning, merke ich, Dinge sind beweglich. Es ist eben nicht dieses Heiligtum, von dem ich immer dachte, dass es das ist, sondern ich muss mich anpassen, weil es eine Anleitung ist, wie es sein sollte, aber die Umstände vielleicht mir sagen, so geht's aber nicht. Das heißt, ich muss mich fragen, wie komme ich auf anderem Weg dahin, was ich eigentlich wollte. Und wenn man dann aber die Autorin nicht mehr dabei hat, dann kann die dir nicht sagen, was sie eigentlich wollte, sondern dann merkst du nur, so geht's nicht, also müssen wir es anders machen, Punkt. Und dann musst du eigentlich im schlimmsten Fall interpretieren und dann hast du eine falsche Interpretation und zeigst was nicht gewollt war. Richtig. Und das finde ich aber gerade einen tollen Lernprozess für mich, zu merken, es ist
eben eine Anleitung, wie es sein sollte, aber die halt in der Machbarkeit manchmal scheitert und deswegen dann Dinge passieren und dann eben den Kopf, das Herz nicht mehr da zu haben, weil die Autorin, der Autor nicht da ist oder nicht gefragt wird. Das ist oftmals, glaube ich, wirklich verschenkt. Und eben aber andererseits auch zu verstehen, es ist auch gut und richtig, dass die Autorin auch die Hüterin der Geschichte ist, weil sie weiß am allerbesten, was das bedeutet. Und sich dieses Wissen zunutze zu machen, das verstehe ich immer nicht, warum man nicht einmal nachfragt, zu sagen, wir überlegen gerade, das und jenes zu ändern, wie siehst denn du das? Und sich nochmal dann Input dazu holen, weil ich eben, wie ich gesagt habe, ich glaube immer, dass man kreativ anders nochmal auf Dinge reagieren kann und sich nochmal vielleicht auch was viel Besseres dann ausdenken kann, anstatt einfach irgendwas zu streichen und dann 2 Dialogsätze noch in eine andere Szene zu werfen, was dann manchmal passiert. Und ich glaube, da vergibt man manchmal eine Chance, dass es trotz schwierigerer Produktionsumstände eine gut erhaltene Szene bleibt. Steffi, das ist so ein schöner Austausch mit dir. Hast du denn abschließend so ein paar Tipps zum Stichwort Perspektivwechsel? Egal in welche Richtung. Auf jeden Fall. Also ich wünschte mir, man hätte mir früher gesagt, dass ich mal auf die Produktionsseite gucken muss. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern dass ich wirklich mal da arbeite und mir wirklich anschaue, was bedeutet das alles, das umzusetzen und auch mal auf eine Kalkulation zu gucken, mir Zahlen anzugucken, was kostet was bedeutet das, was ich da schreibe. Das, glaube ich, wäre ziemlich klug gewesen, das zu machen. Das habe ich nie gemacht. Das würde ich mir selber raten. Vor 10 Jahren mach das mal. Das würde ich auch jetzt allen schreibenden Personen raten, mal wirklich auf die Produktionsseite zu gucken. Und genau auch umgekehrt, was du auch sagst, auch Produzenten, Produzentinnen zu raten, schreibt mal was und gebt das mal einfach weg und guckt, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich nämlich gar nicht so gut an. Das ist gar nicht so leicht. Was sind denn deine abschließenden Tipps, weil du ja auch nochmal jetzt diese Regieperspektive hast, Regie und Drehbuch? Also ich kann auch alles das unterschreiben, was du gesagt hast. Mir hat das extrem geholfen. Ich kann nur raten, egal was du beim Film machst, einfach mal die andere Seite zu sehen. Also egal, ob es irgendwie als Runner oder Runnerin am Set ist oder ob du mal beim Catering hilfst oder ob es ein Pro-Bono-Projekt von einer Filmschule ist oder so. Einfach um diesen Perspektivwechsel zu haben und eine Kommunikation sich anzulernen, weil das ist am Ende alles sehr viel Kommunikation, Verständnis für das andere Gewerk, Respekt für das andere Gewerk. Und das lernst du, glaube ich, erst, wenn du siehst, welche Verantwortung die einzelnen Positionen haben, wie sie am Set unter sehr viel Druck damit arbeiten müssen oder auch in der Vorproduktion. Also die Pre-Production ist ja auch schon eine Phase, die sehr viel Zeit einnimmt und in der sehr viel entschieden wird, was produktionell einfach geht oder nicht. Und da ein Perspektivwechsel, egal ob Autorin oder Autor, Produktion, wie auch immer. Und was ich RegisseurInnen empfehlen kann, weil es wirklich es geht um eine Kommunikation und um eine Wertschätzung. Und wenn du Regie führst bei einem anderen Stoff, geht es auch darum, wie gehst du mit der Geschichte um, die dir jemand anvertraut hat. Oder sagen wir mal nicht mal anvertraut, weil hier geht es ja auch um Geld und manchmal ist auch Regie eine Geldentscheidung und so weiter. Selber mal was zu schreiben, das mal aus der Hand zu geben und mal zu sehen, wie fragil es einfach ist. Also diese ganzen Prozesse, wie emotional und wie schwierig es sein kann, sich da von ein Stück weit zu lösen, weil es ist ja immer ein Kompromiss. Also ich fand das auch ganz schön, was du gesagt hast, so auch zu sagen, okay, dieser Weg geht nicht, wie finden wir einen anderen Weg? Für mich ist das extrem toll, das liebe ich einfach sehr am Drehen, mal lösungsorientiert denken, schnell nach Lösungen suchen, oh, das funktioniert nicht, okay, das ist kein Drama, ach, wir haben jetzt nicht das rote Shirt, ja, okay, der Film wird jetzt nicht am roten Shirt scheitern. Und da einfach mal einen Stoff zu schreiben, den aus der Hand zu geben, das ist unfassbar wertvoll. Das ist wirklich, ich kenne jetzt beide Perspektiven. Ich habe noch keinen Stoff von mir aus der Hand gegeben und habe gesagt, Firma Regie. Ich glaube, das würde trotzdem für mich immer noch ein schwerer Schritt werden. Aber dadurch, dass ich halt beide Seiten kenne, glaube ich, kann ich selber auch sehr viel Input mitbringen und kann lösungsorientiert denken und Kompromisse eingehen.
Und das wünsche ich mir einfach sehr. Die Augen öffnen, die Perspektive öffnen und damit auch selber einfach sehr viel lernen. Ich finde, das war ein fantastisches Schlusswort. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen, diese unterschiedlichen Perspektiven jetzt einzunehmen. Und freue mich, wenn ihr uns auch in den Kommentaren vielleicht schreibt, was eure Erfahrungen damit sind oder welche Perspektive ihr gerne mal einnehmen würdet oder schon eingenommen habt, was ihr daraus gelernt habt. Und schreibt uns das bei unserem Instagram-Channel writerstatement_podcast oder als E-Mail an post@writerstatement.de. Und wir freuen uns über Likes und Teilen. Und was habe ich noch vergessen? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch dir, Steffi. Danke dir, Vietore. Bis bald. Bis bald. Und seid lieb zueinander. Ja, und redet miteinander. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Tschüss. Tschüss.